Upsala. Hoppala. Ich meine, dass wir das Thema Kinderwunsch erst einmal für eine Weile ruhen lassen sollten. Also, was rätst du mir? Sie leben? Ich schon. Aber Sie werden bald eine lange Reise antreten. Hi, folks. I'm back. Felix, Hallo. wo warst du denn so lange? Wir haben dich vermisst. Ich war nur in L.A. Das war so ein geiler Trip. Aber jetzt bin ich wieder froh, hier zu sein. Also, Leonard, äußere dich doch bitte dazu. Ja, ich weiß, dass das natürlich eine sehr intime Angelegenheit ist. Trotzdem würde mich interessieren, was du dazu sagst. Na, vielleicht solltet ihr wirklich eine Pause machen. Verstehe. Ich meine, das Thema Kinder einfach mal zurückstellen. Weißt du, gerade Frauen mit dem ausgeprägten Kinderwunsch, die setzen sich oft sehr unter Druck, um schwanger zu werden. Und das wiederum kann psychosomatische Probleme hervorrufen. Ja, verstehe. Das heißt also, wenn ich unsere Intimitäten etwas einschränke, könnte das den Druck auf Cecile vermindern und es geht ihr vielleicht wieder besser. Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit. Ja. Ja. Danke für deinen Rat. Keine Ursache. Du, im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Also, bis später. Ja, bis später. Tja, so schnell kann's gehen. Warum wollten Sie mich auch umbringen? Sie hätten Ihre Zeit besser nutzen sollen. Öfter mal ins Kino gehen. Das bildet ungemein. Ich habe wirklich sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Ohne Sie wäre ich nicht so schnell wieder nach oben gekommen. Ich muss mich jetzt um die Lahnsteins kümmern. Dabei würden sie nur stören. Ich lasse sie dann mal allein. Cecile! Ist es nicht besser, wenn du dich wieder hinlegst? Ich bin nicht todkrank. Und frische Luft hat noch keinem geschadet. Schön, wie noch alles blüht. Und das mitten im Herbst. Ist was? Nicht direkt. Aber? Wir sollten ein andermal darüber reden. Jetzt sag schon. Ich glaube, ich habe dich in den letzten Wochen etwas überfordert. Ja, mein Wunsch, mit dir ein Kind zu haben, hat dich sehr belastet. Das stimmt nicht. Doch, du kannst es ruhig zugeben. Und ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass du deswegen in so schlechter Verfassung bist. Und wie kommst du darauf? Ja, nenn es eine unbewusste Flucht. Dein Körper reagiert nicht so, wie du willst. Das ist doch Unsinn. Nein, das glaube ich nicht. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, dass wir in der nächsten Zeit nicht miteinander schlafen. Damit ist das Thema Kinder erstmal aus der Welt. Und wie kommst du auf die Idee? Ich habe mit Leonard gesprochen.
Er hält es auch für das Beste. Leonard. Wie heißt das jetzt? Du musst das Teil die ganze Zeit tragen, oder was? Nee, der Arzt meinte, das Auge ist bald wieder okay. Schön. 4 Männer und keiner hilft. Bin ja schon da. Dankeschön. Nicht, Andi? Auf deine Rückkehr. Ja, dann ist hier bald wieder was los. Ob du es glaubst oder nicht, du hast uns allen echt gefehlt. Ja, ja, absolut. Oh, tut das gut. Ey, in diesen Hotels, da gab's nur diese amerikanische Plörre. Naja, ich habe euch was mitgebracht. So, das ist für dich. Für mich. Ja. Aha. Das ist für dich. So, du kriegst natürlich auch was. And the Oscar goes to... Ja, ich kann mir schon denken, für welche Rolle. Trotzdem danke. Danke. Oh, scheiße, da habe ich was verwechselt. Das ist nämlich für dich. Ja? Und die Hose ist für dich. Felix, warum hast du dich eigentlich so schnell aus dem Staub gemacht und warum bist du nicht direkt da geblieben, wo du warst? Hm? Ja, ich musste halt noch was Dringendes erledigen in L.A. Ich hoffe, es gefällt dir. Das glaube ich jetzt nicht. Wie geil ist das denn? Weißt du was? Ein Mädchen? Ich will es gar nicht wissen. Ey, das ist ein Vertrag mit dem heißesten Club in L.A. Ein Vertrag für was? Ja, ich habe den Leuten da einfach mal Kokos CD mit dem ganzen Zeug vorgespielt und die waren total begeistert. Also, sie muss den Wisch unterschreiben und kann da auflegen. wenn sie will. Danke, Felix. Felix besorgt Coco mal so eben im Vorbeigehen einen Job in L.A., verdammte Scheiße. Mein Gott, es ist doch klar, dass er sich freut. Für sie wird er ein Wunschtraum wahr. Ja, und deswegen wird sie immer auf Mr. Großkotz abfahren. Ich gehe also davon aus, dass Rush uns keinen Ärger mehr bereiten wird. Wie schon gesagt, ihm blieb nichts anderes übrig, als auf unser Angebot einzugehen. Ich hoffe nur, dass dieses unsägliche Kapitel damit ein für alle Mal abgeschlossen ist. Ja, ich denke, du kannst ganz beruhigt sein, Vater. Ja, ja, besonders wenn du das sagst. Du hast die Holding schließlich erst in diese Situation gebracht. Ihr Sohn hat trotzdem recht. Ganz wie Sie meinen, Frau von Anstetten. Ich weiß gar nicht, was dein Vater die ganze Zeit hat. Es läuft doch alles nach Plan. Robin, warte mal. Nein, was ist los? Hey, geht's auch ein bisschen freundlicher? Nein, im Moment geht's nicht freundlich. Komm, wir müssen noch einiges besprechen wegen Janas Anhörung. Ich muss dich wahrscheinlich als Zeugen vorladen. Gut, wenn Jana hilft. Ja, bestimmt sogar. Schließlich kennst du Kevin gut genug. Mit diesen schleimigen Typen, da wäre ich längst mit Coco zusammen. Wohl eher ohne deine ausgereifte Leistung als Kevin, ne? Das hat sie mir doch schon längst verziehen. Aber mit seiner blöden L.A.-Nummer hat er mich voll aus dem Rennen geschmissen. Grüner Tee beruhigt die Nerven. Du solltest dir auch ein Tässchen gönnen. Bitte. Meine Nerven sind ganz in Ordnung. Insbesondere jetzt, da Rush uns nicht mehr belästigen wird. Er hat also keinen Ärger gemacht? Wie ich schon sagte, letztendlich blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als auf unser Angebot einzugehen. Er kann froh sein, dass wir ihn nicht wegen Mordes angezeigt haben. Ach, weißt du, mit ein bisschen Nachdenken hätte er auch drauf kommen können, dass wir nur blöffen. Wie hätte er damit rechnen können, dass ich ihm meinen Tod nur vorgespielt habe? Er hätte eben auf Nummer sicher gehen und dir in den Kopf schießen sollen.
Selbst Rush weiß, dass man sowas Schönes nicht zerstört. Nicht auszudenken. Wenn er sich noch mit meinem Vater getroffen hätte. Tja, dann hätte der Gute wohl erfahren, in was für dunkle Geschäfte du in Singapur verwickelt warst. Entschuldigt bitte. Habt ihr Bernd gesehen? Oh, ich vermute, der ist angeln oder sowas. Irgendwas, wo er rumsitzt und nichts tun kann. Ansgar, habt ihr oder habt ihr nicht? Nein, tut mir leid. Na, jedenfalls hoffe ich, dass ich bei meinem Vater damit punkten kann, dass ich diese Geschichte mit Rush so elegant gelöst habe. Du? Ich meine, immerhin habe ich die Geldübergabe gemanagt. Hm? Ja, ich bin davon überzeugt. Dein Vater wird bestimmt früher oder später merken, was er an dir hat. Tja. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Mit Rush ist nicht zu spaßen. Tja, mit mir auch nicht. Naja, was soll's. Hauptsache, wir sind ihn jetzt los. Ganz bestimmt. Bist du noch ganz dicht? Was erzählst du Johannes für einen Schwachsinn? Hallo, er wollte mein Rat als Arzt. Als Arzt, ja? Aber nicht als eifersüchtiger Sohn. Jetzt beruhig dich. Nur weil es dir gegen den Strich geht, redest du ihm ein, dass er nicht mehr mit mir schlafen soll. Das ist doch krank. Du hast recht. Die Vorstellung von euch beiden zusammen im Bett die ist wirklich nicht zu ertragen. Der Graf erwartet Sie in der Bibliothek. Wieso bist du mir heute Morgen nachgefahren? Bin ich das? Bist du das? Und wieso hast du mich nicht mitgenommen, als ich da auf der Landstraße stand? Du hättest meinen neuen Wagen total schmutzig gemacht. Naja, schließlich habe ich die Kiste selbst wieder in Gang gebracht. Und weißt du Ich was? würde sehr gerne noch mehr Details hören, aber leider... Ein Kontakt hatte sich gelöst. Das kann natürlich Zufall sein. Vielleicht hat aber auch jemand dafür gesorgt, dass ich dort in der Pampa liegen bleibe. Warum sollte jemand sowas tun? Ach, Silvia, bitte. Der Graf und Frau Jones möchten nicht gestört werden. Außerdem vermute ich, dass Sie sich etwas frisch machen wollen. Ich habe die ganze Zeit auf Sie gewartet. Aber bitte, wenn Sie Ihren Anteil nicht haben wollen. Sehr witzig. Ich hatte eine Panne und mein Handy ist auch weg. Oh, was für ein Pech. Na, jetzt bin ich ja da. Geben Sie mir das Geld. Ich habe Charlies Wohnung verkauft. Deswegen bekommen Sie jetzt auch einen Teil. Ein Teil. Was soll das? Ich will das, was mir zusteht. Eile mit Weile. Weinbach, es ist immer wieder schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Du weißt überhaupt nicht, was ich wirklich fühle. Doch, ich weiß, was du für meinen Vater empfindest. Aber das zwischen uns, das ist Liebe. Hör zu, ich spüre jede Sekunde, dass wir zusammengehören. Und du spürst es auch. Ich frage mich nur, wieso Ansgar ausgerechnet diesen Rush in das Projekt einbezogen hat. Tja, das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Ja, ich fürchte nur, es wäre zwecklos, auf eine ehrliche Antwort zu hoffen. Dann sprechen Sie Rush darauf an. Genau das hatte ich auch vor. Aber dann wollte Ansgar unbedingt an meiner Stelle die Geldübergabe abwickeln. Angeblich, um mich zu schützen. Ach, Sie vermuten, dass Ihr Sohn verhindern wollte, dass Sie Rush treffen? Genau das vermute ich, Frau Jones. Sie müssen unbedingt herausfinden, was Rush und Ansgar in Singapur miteinander verband. Welche Art von Geschäften? Es reicht mir zu wissen, dass sich Ansgar in Bezug auf den Bau des Kongresszentrums nicht integer verhalten hat. Aber wissen Sie auch, ob Rush nicht noch irgendwas gegen ihn in der Hand hat, womit er ihn erpressen könnte? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Dann setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. Ja. Vielleicht. Eine Frage hätte ich dann noch. Wie ist das mit der Gage und den Spesen? Ja, du weißt schon, Hotel, Flug, Gage. Nee, dann war es wohl ein Missverständnis. Ja, macht nix.
auch. Ich bin ganz ruhig. Coco, was ist denn? Was hat Mr. Lobo gesagt? Gibt's Schwierigkeiten? Nee, Felix hat Scheiße erzählt. Na, die geben mir keine Gage. Ganz im Gegenteil. Felix bezahlt die sogar dafür, dass sie mich überhaupt nehmen. Dieses Arschloch! Weißt du, mir ist einfach die Kontrolle über all diese Ausgaben aus dem Ruder gelaufen. Aber wieso hast du nichts gesagt? Ich hätte dir das Geld doch geliehen. Ich weiß, Schätzchen, aber jetzt ist es sowieso zu spät. Komm, lass uns von was anderem reden. Hm? Freuen wir uns an den schönen Dingen des Lebens. Zum Beispiel, dass du dich wieder erholt hast. Ja, ich habe einfach nur ein bisschen Ruhe gebraucht. Du kennst meine Diagnose. Also, was war mit dem großen Unbekannten? Hm? Nichts, deswegen geht's mir ja auch besser. Das würde mich für dich freuen. Johannes und du, ihr seid ein wunderbares Paar. Aber hör mal, wenn jetzt alles im Lot ist, dann könntest du mir doch sagen, wer das war, dieser Unbekannte. Ich werde es auch für mich behalten. Nein, Charlie. Die Sache ist aus und vorbei. Natürlich. Es war nichts weiter als eine Schwärmerei. Worum geht's denn? Es geht um dein Treffen mit Rush. Ich frage mich, warum unbedingt du an meiner Stelle die Geldübergabe abwickeln wolltest. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ja. Ging es nicht vielleicht auch darum, dass ich nichts von etwaigen weiteren illegalen Geschäften zwischen euch erfahren sollte? Ich weiß wirklich nicht, wie du darauf kommst. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Aber Sie kennen diesen Mann seit Ihrer Zeit in Singapur. Und genau aus diesem Grund hielt ich es für klüger, dass ich die Geldübergabe abwickle, anstatt meines Vaters. Die Erfolge unserer Holding in Singapur. Bis heute hast du mir nie wirklich eine Erklärung dafür gegeben. Ich hatte eben Glück und ein gutes Händchen. Bis heute bist du mir einwandfreie Bilanzen darüber schuldig geblieben. Ich würde solch interner lieber unter vier Augen mit dir besprechen. Ach, Ansgar, ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau von Anstedt nicht bereits über deine Machenschaften im Bilde ist. Das höre ich mir nicht länger an. Ich will endlich Klarheit über deine Zeit in Singapur. Ich werde mich morgen mit Rush treffen. So, bitteschön. Oh, danke. Hey, bist du noch im Ring oder schon hier? Hallo. Ich habe Mist gebaut. Inwiefern? Frauentechnisch. Oh, willkommen im Club. Ich war eifersüchtig und habe mich einfach total kindisch verhalten. Leonhard, Liebe kennt kein Gebot. Und wenn du liebst, kannst du dir alles erlauben. Super, wenn das so einfach wäre. Ich denke, da will ich jemand begrüßen. Los, komm. Hallo. Na, wie geht's? Ganz gut, und dir? Bestens, jetzt wo ich dich sehe. Sag mal, hast du vielleicht Lust, heute Abend mit uns um die Häuser zu ziehen? Tut mir leid, ich würde lieber duschen und dann direkt ins Bett. Naja, dann halt nicht. Dann einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Ja. Okay. Leonhard, bist du denn wahnsinnig? So ausgepowert kannst du doch gar nicht sein, sie jetzt laufen zu lassen. Das nicht, aber so verliebt. Und zwar eine andere. Na? Schon im LA-Fieber? Steck dir deinen Vertrag sonst wohin. Ich bin nicht käuflich. So war das doch gar nicht gemeint. Wie denn dann? Ich finde deine Sachen einfach super geil, deswegen unterstütze ich dich. Das ist alles. Indem du mir Gigs kaufst? Toll. Es tut mir leid. Ich habe den Auftritt nur finanziert, weil ich an dich glaube, ja? Wieso hast du das getan? Und jetzt bitte die Wahrheit. Weil ich dich liebe.
Wenn das für dich Liebe ist, dann such dir eine, die auf Geld abfährt und lass mich in Ruhe. Was ist mit unserer Affäre? Beendet. Und? Hast du schon mit Rush gesprochen? Nein, ich kann ihn nicht erreichen. Aber vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Ich vermute ohnehin, dass er dir nicht besonders viel erzählen wird. Ich will mich nur mit ihm treffen. Dann schauen wir weiter. Guten Morgen, Mr. Rush. Hier spricht Graf Lahnstein. Mit wem habe ich bitte das Vergnügen? Ja, danke, danke. Ich verstehe Sie sehr gut. Danke. Wiederhören. Das war ein Kommissar Jäger. Donald Rush ist ermordet worden. Tschö. Tschüss. Ja, jetzt hattest du allen Grund zur Freude. Ich meine wegen Felix. Ey, nach der ganzen Nummer hat Coco garantiert keinen Bock auf Typen. Also ein Blödsinn. Jetzt ist genau die richtige Gelegenheit, um mir zu zeigen, dass du sie liebst. Nee. Ich warte darauf, dass sie den ersten Schritt macht. Morgen. Kaffee da? Morgen. Ja. Mal Andis Tasse. Egal. Ja. Danke. Alles klar? Nichts ist klar. Ich gerate einfach immer wieder an die Typen, die nur Scheiße bauen. In nächster Zeit ist bei mir männerfreie Zone. Das ist klar. Ich möchte gern allein mit meinem Sohn sprechen. Ja, natürlich. Erst verhinderst du ein Treffen zwischen Rush und mir. Dann findet man ihn genau an der Stelle tot auf, an der du ihm das Geld übergeben hast. Was willst du damit sagen? Hast du Rush umgebracht? Und so geht es weiter. Sie sagten, Ihr Sohn war der alleinige Ansprechpartner von Donald Rush. Sie wissen nicht zufällig, wo er sich zur Tatzeit befand. Das mit dem Unfall tut mir wirklich leid. Warum denn? Du hast doch erreicht, was du wolltest. Zwischen Nico und mir ist es aus. Nee, bitte. Was?